Auch im religiösen Umfeld gibt es Missbrauch. Zum Beispiel dann, wenn der Glaube von Menschen gebraucht wird, sie zu manipulieren oder sie in eine Abhängigkeit zu führen. Das haben Iris und Daniel Binkeli erlebt. Sie sind jahrelang Teil der organischen Christusgeneration vom Ivo Sasek gewesen. Anfangs haben sie sich wohlgefühlt, aber dann sind sie immer mehr unter Druck gekommen. Dass ich in eine Sekte hineinschlittere, obwohl ich mir selber immer gesagt habe, so etwas passiert mir nicht. Ist mir voll passiert. Und dass ich all diesen Jahren mich selber verloren habe. Der OCG habe ich den ersten Platz eingeräumt. Noch vor Gott. OCG hat bei mir den ersten Platz gehabt. Und hinterher ist nicht mehr gekommen. Von uns ist erwartet worden eine 100%ige Verfügbarkeit und ein 100%iges Mitgehen mit den Botschaften vom Ivo und seinen Visionen. Spazieren gehen und Zeit miteinander verbringen. Darauf haben Iris und Daniel Binkeli jahrelang verzichtet. Auf der Suche nach einer Kirche, in der sie ihren christlichen Glauben leben können, kommen sie mit der OCG, der organischen Christusgeneration von Ivo Sasek, in Kontakt. Ich bin mit einem Buch konfrontiert worden. Ich habe natürlich auch Kassetten bestellen, die Unterlagen kommen. Das hat mich sehr angesprochen. Sie möchten diese Gemeinschaft kennenlernen und nehmen an einer sogenannten Bemessung teil. Die Bemessung ist die Eintrittskarte für die OCG. Da bist du 3 Tage da hockst du im Kreis mit 20 bis 40 Leuten. Es wird getestet, geprüft, ob du die Botschaften verstanden hast vom Ivo, ob du die Bücher richtig verstanden hast, ob du die Absichten verstanden hast, wo es nicht durchgeht, wenn du eintrittst. Das Gefühl hatte, das ist gut, das ist Gottes Wille, dass ich dort hineingehe. Ja. Schon bald spüren sie, dass bei den Treffen jede Äußerung kontrolliert und bewertet wird. Das Prinzip der Bemessung ist eine sogenannte Sündenbock-Strategie. Wenn irgendjemand etwas Schweres sagt oder wo jetzt das Gefühl hat, das war jetzt nicht so gut gewesen, wie auch immer, dann wird das von angenommen, man wird vielleicht sogar rausgeschickt. Die sogenannte Wesensverfehlung wird aufkristallisiert, an den Pranger gehängt, mit dem Ziel, du kapitulierst darunter. Es ist unser Wunsch, dass es hinausgeht, dass es in alle Welt geht. Ivo Sasek ist der Gründer und Leiter der organischen Christusgeneration. Die hierarchisch aufgebaute religiöse Gruppe hat ihren Sitz in Walzenhausen. Mit eigenen Medienkanälen, Verteilmaterial und Großveranstaltungen will Sasek seine Botschaften und Visionen weltweit bekannt machen. Wow, hat sich verändert. Ja. Anfang der 2000er Jahre wohnen Iris und Daniel mit ihren Kindern in diesem ehemaligen Schulhaus im Diemtigtal. Wir sind hier oben, in dieser Wohnung oben haben wir gewohnt. Dann sind wir ja in die OCG gekommen und da hat es gerade einen 300%-Job gegeben. Und man ist wirklich vom Montag bis zum Sonntag ist man immer irgendwie involviert gewesen. Wir haben Maschinen gekauft, Drucker gekauft, Druckerpatronen gekauft. Dort drinnen haben wir alles produziert, was es braucht, um Medien zu verbreiten. CD, DVDs, Bücher und auch Broschüren. Das haben wir alles hier produziert. Vom Papierschneiden bis über den Druck, bis zum Binden der Bücher, CD brennen, DVD brennen und auch bedrucken. Komplett alles. Ihr gesamtes Engagement ist ehrenamtlich. Stundenlange Telefonkonferenzen, Gruppentreffen, Leitungsaufgaben, Projekttage und ständige Rückmeldungen an die Leiterschaft füllen ihre Freizeit aus. Also es hat Momente gegeben, wo wir gemerkt haben, jetzt wollen wir auch mal ein Wochenende für uns zum Beispiel oder am Abend mal nicht teilnehmen an einer Telefonkonferenz. Wenn wir wollen absagen, dann können wir nicht. Da ist sofort massiv Druck von oben und das hat nicht schnell auch zugenommen. Ziemlich ein massiver Druck. Das heisst, es wird gerufen von oben und man hat da zu sein. 100%ig verfügbar. Immer. Die Aufgabe war, wir wollen Medien stürzen. Wir kämpfen gegen die Bösen von der Regierung. Und dieser Goliath muss gestürzt werden. Und wir sind im Krieg.
Und da gibt es nichts nebendran und aussen dran. Wir sind im Krieg und da geht man einfach an die Front. Voilà. Tausende Bücher und Verteilmaterial haben Binkelis für die OCG hergestellt. Heute können sie kaum erklären, warum sie sich so engagiert haben. Die Atmosphäre in den Treffen erleben sie als beklemmend. Vor allem hat man eben Botschaften geschaut, ob man die verstanden hat vom Ivo, ob man mit dieser Vision mitgehen kann. Und wenn man irgendwo nur ein bisschen etwas hat gefragt, wo man es vielleicht nicht verstanden hat, ist man schon so richtig so ein bisschen in eine Ecke getrieben worden. Und das war recht schwierig. Man muss immer jemanden haben, der schuldig ist, warum es irgendwie eine Atmosphäre runtergeht oder raufgeht. Also wenn du schuldig bist, bist du nicht im Strom des Lebens. Kurz gesagt, du bist neben den Schuhen. Und das ist geistlicher Missbrauch. Das führt dorthin, entweder du so parieren, wie wir das haben, oder du bist nicht im Leben. Aber auch hier wieder eine Pflichtfilm, dort jeder muss schauen. Also wenn man mich hat persönlich hinterfragt, mein Glauben, meine Beziehung zu Jesus, wenn ich nicht mehr so richtig gedacht oder funktioniert wie sie, das hat mir am meisten auch wehgetan. Da wird man nicht mehr sich selber. Da habe ich angefangen, mich auch manipulieren natürlich. Gemeinsam Sport treiben ist Iris und Daniel heute wichtig. Sie kennen sich seit der Kindheit. Iris erlebt mit, dass Daniel als Teenager süchtig wird. Das hat bei mir schon früh angefangen, aber mit 14, die ersten Bier, Alkohol, Rauchen. Das hat sich dann zugespitzt. Und am Schluss hatte ich ganz strube Abstürze, schwerster Alkoholiker, gekifft, Medikamentenmix zusammen. Die ganze Geschichte hat etwa 17 Jahre gedauert. Das ist immer weiter, bis ich am Schluss gar nichts mehr hatte. Keine Wohnung mehr, kein Job mehr. Ich war auf der Gasse in Bern, nicht mehr. Bei diesem Nullpunkt war es dann so, dass ich mich entschieden selber eine Therapie zu machen. Eine stationäre Therapie in einer christlich-therapeutischen Wohngemeinschaft. Das hat den Boden gelegt, für endlich in ein Leben zu kommen, das verhält. Daniel durchläuft eine mehrjährige Drogentherapie. Nach dem Abschluss heiratet er 1995 seine Iris. Doch er hat immer wieder Rückfälle. Das hat mir sehr zugesetzt. Und immer das Wort, kommt er heim, kommt er nicht heim. Und wenn ich 5 ab 6 nichts gehört von ihm, habe ich gewusst, jetzt ist es soweit. Ich muss sagen, ohne die Stütze, ohne die Hilfe von diesem christlichen Glauben wäre das nicht möglich gewesen. Ich konnte beten, konnte mein Herz ausschütten bei Gott und hatte durch das auch wirklich das Vertrauen gehabt, dass Gott dort raushilft. In dieser schwierigen Zeit erinnert sich Daniel an das Buch von Ivo Sasek. Er hatte es während der Drogentherapie gelesen und Kraft daraus geschöpft. 2006 haben wir uns nachher entschieden, mal eine Bemessung zu machen in der OCG. Ich habe die Therapie Strukturen gelernt, hat man auf der Gasse keine Strukturen mehr. Und in der OCG hat es auch wieder die Strukturen gegeben, die wir im Buch angesprochen haben, die Disziplin, das Schritt für Schritt vorwärts gehen, das hat uns überzeugt. So hat es dann angefangen. In der OCG wollten sie sich in der Familienhilfe engagieren und Familien in Not helfen. Erst langsam erkennen sie, dass sich in der Organisation alles um Ivo Sasek, seine Deutung von Glauben und die Umsetzung seiner Visionen dreht. Es hat sich entwickelt vom Dienen zum Herrschen. Er will herrschen. An den Grossanlässen, raus in die Menge raus, das ist unser Job. Medien, Regierungen stürzen. Wir wollen ja die Macht. Immer untermauert natürlich mit Botschaften, mit Bibelworten, dass man am Schluss wirklich das so sehen kann. Mir hat es vor allem mehr einfach Freude verroben. Ich habe am Schluss einfach absolut keine Freude mehr am Leben gehabt. Ich habe nur noch funktioniert wie ein Roboter, wie eine Maschine. Und das dauernde unter Strom sein, das dauernde Machen, das viel zu wenig Schlafen, das nicht mal auf die eigenen Bedürfnisse eingehen können,
das schadet der Gesundheit und mir hat es geschadet. Winkelis wird bewusst, dass man sie jahrelang ausgenutzt und geistlich missbraucht hat. Sie wollen aussteigen. Ein Erlebnis gibt den Ausschlag. Wir haben lange eine Freundin begleitet, die auch in OCG war, die krebskrank war. Wir haben sie begleitet bis zum Tod. Aber es gibt nur OCG. Die nicht wollen, dass man das macht. Sogar wortwörtlich einmal kann nicht jemand anderes für die Frau schauen. Ich müsste immer dir schauen. Das war ganz schlimm. Da hat man immer angefangen zu denken, das kann es ja nicht sein. Wirklich nur mal Dienst und das Menschliche, das Herz für Menschen in Not. Das ist irgendwo auf der Strecke geblieben, obwohl man es immer proklamiert hat. Nach 10 Jahren in der OCG treten sie aus. Dadurch verlieren sie ihr Beziehungsnetz und müssen neu anfangen. Sie wenden sich an die Pfingstgemeinde Thun und finden bei Ueli Willen ein offenes Ohr. Das war mal etwas ganz Neues, dass man uns mal zulässt, oder? Nicht immer alles wertet. Nicht so in OCG, uns hat man nicht so geliebt, wie man ist. Man hat uns so geliebt, wie man uns programmiert hat. Jede Gemeinschaft hat das Potenzial, sektiererische Züge zu bekommen. Wenn einzelne Personen sehr wichtig sind, wenn Freiwilligkeit nicht mehr da ist, wenn Kontrolle anfängt im Privatleben, in den Finanzen, wenn dort einfach in eine ungute Art hineingeredet wird und die Mündigkeit verloren geht, ja, dann, ich denke, das sind so deutliche Zeichen. Dann vielleicht noch ein letztes typisches, wenn eine Gruppierung so ein bisschen als das darstellt, wir sind eigentlich die alleinselig Machende. Das wäre eigentlich das Richtige. Das ist ja ein typisches Anzeichen, ein deftiges Anzeichen für sektierisch zu sein. Ja, ist dort so ein Schwingerpavillon am Schluss als im Ziel oben? Ich werde hier als Mensch wahrgenommen, als Iris, als Individuum, wirklich als Mensch und nicht wie in der OCG einfach als Krampfmaschine, wenn ich so sagen ja. Und das hat uns geholfen, Schritt für Schritt rauszukommen, zu merken, jetzt sind wir wieder frei. Ja. Ciao, Anita. Ciao. Heute engagieren sich Iris und Daniel für Menschen, die ebenfalls aus der organischen Christusgeneration ausgestiegen sind. Das ist schön, ein Diebstahl an Persönlichkeit hat stattgefunden. Das schlägt kein Geiss weg, das ist ja so. Die Menschen sind tatsächlich wie ab dem Karren gefallen. Und die einfach so allein lassen, das hat unser Herz nicht geschafft. Das braucht unbedingt Betreuung, Nachbetreuung. Die Erfahrungen der Aussteiger klingen alle ähnlich. Bei mir war der Missbrauch so, dass ich einfach vor allem ständig im Dienst war. Und wir ordnen sich denen unter einfach aus einer falschen geistlichen Überzeugung. Das ist so das, was ich lange Jahre mitgemacht habe. Meine Mutter, die ich eigentlich mehr begleiten wollte, konnte ich nicht begleiten, weil es war gar nicht Zeit bleiben für irgendwie Persönliches. Also ich bin heute froh und jetzt ist auch Zeit vergangen, wo ich Fuß gefasst habe, wo ich merke, jetzt fange ich richtig an leben. Jetzt stehe ich wieder im Leben. 5 Jahre sind seit dem Ausstieg von Iris und Daniel vergangen. Der geistliche Missbrauch hat Spuren hinterlassen. Das Wörtchen «du musst», das ist bei mir fast gestrichen im Vokabular. Bei mir gibt es kein «du musst», ich muss gar nicht mehr. Ja. Ja, da könnten mir Tränen kommen. Weil das ist so viel, was verloren ist gegangen. Aber es ist vorbei, es ist erledigt. Wir haben Gott sei Dank herausgefunden. Jetzt bin ich auch bereit, für anderen zu helfen, die das auch kennen. Wir können mitfühlen, wir können mitgehen. Danke.